liebe Freunde unseres Kanals. Wir haben jetzt Ende Januar. Wir waren eine Zeit lang nicht mehr im Garten, weil es hier sehr viel geregnet hat. Und weil auch die Feiertage waren, auf der Baustelle ist nichts passiert. Ja, und weil es viel geregnet hat, war alles nass, da konnten wir sowieso nichts tun im Garten. Und jetzt, nach ungefähr 4 Wochen nichts tun, ist alles sehr grün. Nicht zu viel grün. Der ganze Weg hier ist wieder mit Unkraut zugewuchert. Ja, durch den vielen Regen ist alles gewachsen. Natürlich auch das Unkraut. Hier beim Teich ist auf der Mauer alles zugewachsen. Unten die ganze Levada ist überwuchert. Ein bisschen Wasser rinnt noch, aber es läuft nicht mehr gut. Es muss sich alles wieder rausräumen, damit das Wasser richtig ablaufen kann. Ja. Und dann auf der ersten Terrasse, wo wir schön aufgeräumt hatten, ist halt jetzt das ganze Unkraut auch wieder 1,50 Meter hoch. Da müssen wir dann noch wieder einmal mit einem Wecker durch. Hier sieht man noch den Haufen vom letzten Jahr mit den großen Ästen, und das Unkraut ist halt wieder überhand. Hier ist noch mein kleines Süßkartoffelfeld. Das wächst wirklich gut. Obwohl da Unkraut auch wächst, aber man sieht es. Die Süßkartoffeln haben sehr gut ausgeschlagen und sind gewachsen. Ja, dem geht es sehr gut. Muss natürlich auch gejätet werden dazwischen. Eben da sieht man die verschiedenen Arten, die ich habe, die mit den spitzen Blättern, 2 Reihen, die mit runden Blättern und noch eine Art hier, die hat auch spitze Blätter, ist aber auch noch rötlich. Ja, bin gespannt, was man da ernten kann. Ja, so sieht's aus. Alles zugewuchert. Da unten ist noch der Erdhaufen, der Teil, wo Ingo sich abgearbeitet hat. Und der Orangenbaum daneben. Die Orangen sind jetzt fast fertig, da hängen noch ein paar in den Bäumen, aber die Saison ist wohl vorüber. Ich werde noch ein paar zusammensuchen, um noch Marmelade zu machen oder Sirup. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir in diesem Jahr auf diesem Grundstück alles tun können. Da hat es ganz tolle Bananen. Die können wir eigentlich schon ernten. Die sind schon schön rund, nicht mehr kantig. Das Gute an den Bananen ist, die kann man einfach immer ernten. Die wachsen rund ums Jahr. Das hier ist der Mangobaum. Der setzt jetzt Blüten an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da hat es ganz kleine Knospen. Ja, so sehen Knospen oder Blüten eines Mangobaumes aus. Und dahinter haben wir ja noch die Kaffeesträucher.
Kaffee ist noch immer grün, aber hat jetzt vereinzelt ein paar rote Beeren bekommen. Und kann ich dann mal versuchen, Kaffee zu machen. Da oben hat es noch sehr viele Beeren. Und was hier ganz oben wächst, das sind Ananas. Ja, und hier ist noch unser alter Komposthaufen. Der wird dann jetzt bald Nahrung bekommen, wenn ich das ganze Unkraut hier ausgerissen habe und auch wieder auf den Haufen geschmissen habe. Ja, sehr viel zu tun wieder. Wir hatten ein paar Tage Weihnachten. Dann waren wir ein bisschen erkältet und es hat viel geregnet, wir blieben drin und jetzt nach einem Monat nichts tun, ist alles zugewuchert. Ja, dann wissen wir, was wir wieder zu tun haben im neuen Jahr. Und die Sonne scheint. Wir haben gemerkt, wenn auf der Südseite auch Südwind ist und schlechtes Wetter, dann ist hier auf der Nordseite bestimmt ganz wunderbares Wetter und Sonne. Ja, dann haben wir noch einiges zu tun. Bis später. Jetzt ist Ende Januar und dies ist der Ingwer, den ich gepflanzt habe im letzten Herbst. Jetzt ist er schon 20 cm hoch und sieht ganz toll aus. Da seht ihr mal, wie das Unkraut gewachsen ist. Es ist Kapuzinerkresse, man könnte es als Nicht-Unkraut bezeichnen. Es ist alles auf diesem Erdhügel gewachsen hier, den wir da von dem Material, das sie ausgeschachtet haben für die Garage, das haben wir hier aufhäufen lassen, um es dann mit Kompost anzureichen und im Garten zu verteilen. Einen großen Teil haben wir hier schon abgearbeitet. Vor allem Ingo mit seinem Peil, da gibt es Videos dazu. Alles ist überwuchert und blüht. Ja, vor einem Monat war hier kein Unkraut. Dafür standen hier Blumentöpfe, die sieht man jetzt praktisch nicht mehr. Tja, da seht ihr mal, wie das alles gewachsen ist. Haben wir wieder was zu tun, das ganze Unkraut wieder zu entfernen, abzuschneiden, auszureißen. Da ist ein Komposthaufen, der ist auch zugewuchert mit Kapuzinerkresse. Da hinten war unser Gemüsegarten, kann man sagen, mit dem Grünkohl. Ja, und Spinat habe ich auch gepflanzt. Alles ist zugewuchert. Und das Bäumchen, das ich hier gepflanzt habe, das Mandarinenbäumchen, da muss man aufpassen, das schaut kaum raus aus dem Unkraut. Da hinten ist noch ein bisschen Zuckerrohr.
Hier die Levada, die leider nicht mehr gut fließt jetzt, weil alles verstopft ist. Ich muss da wirklich von oben her alles frei machen, damit das Wasser wieder gut ablaufen kann. Ja, so weit kommt es, wenn man einen Monat lang nichts tut. Im Dezember, Januar, und dafür regnet es. Dann ist einfach alles wunderbar grün, aber auch total überwuchert. Oben seht ihr, wie hoch das Unkraut ist. Ja, wir bleiben dran. Bis später.